Der Fall der Familie Summers wurde zu einem der aufsehenerregendsten und umstrittensten Gerichtsverfahren der letzten Jahre. Er zog sich über mehr als 5 Jahre hin. Nach außen hin wirkten sie wie die perfekte amerikanische Familie. Glücklich und harmonisch. Doch hinter verschlossenen Türen spielte sich etwas Schreckliches ab. Als die Ehefrau beschloss, die Scheidung einzureichen, konnte sich der Familienvater damit nicht abfinden. Anstelle der üblichen Gerichtsverfahren ersann er einen weitaus raffinierteren Racheplan. Er machte seine eigenen Kinder zu einem Instrument der Kontrolle und überzeugte sie davon, dass all dies zum Wohle der Familie sei. Alice Jill Summers wurde am 18. Februar 1980 in einem Vorort von Philadelphia, Pennsylvania, geboren. Sie wuchs in einer ganz normalen Familie mit mittlerem Einkommen auf. 1995, als sie 15 Jahre alt war, lernte sie Trevor Stephen Summers kennen. Er war 2 Jahre älter als sie. Sie besuchten dieselbe Schule, trafen sich in den Pausen und hatten gemeinsame Freunde. Zunächst waren sie einfach nur befreundet, gingen zusammen aus, unterhielten sich und trafen sich regelmäßig. Doch mit der Zeit kamen sie sich näher. Es stellte sich heraus, dass sie viel gemeinsam hatten. Offiziell begannen sie jedoch erst 2 Jahre nach ihrem Kennenlernen sich zu verabreden. Beide dachten über ihr Studium und ihre Zukunft nach. Die Eltern befürworteten ihre Beziehung und Freunde hielten sie für ein süßes und harmonisches Paar. Gesellig, freundlich, immer im Mittelpunkt. Manche beneideten sie sogar um ihr Glück. Im Jahr 2001, 4 Jahre nach Beginn ihrer Beziehung, heirateten sie. Alice war 21, Trevor gerade erst 23 geworden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits viel durchgemacht und waren sich ihrer Entscheidung sicher. Alle dachten, dass ihnen ein langes, glückliches Leben bevorstünde. Die Frischvermählten zogen in ein bescheidenes Haus in Philadelphia und begannen sich einzurichten. Im Jahr 2003 kam ihre erste Tochter Arden zur Welt. 3 Jahre später kam ihr Sohn Landon zur Welt. Später wurden der Familie noch 3 weitere Kinder geboren, die Tochter Bria sowie die beiden Söhne Grady und Cooper. Alice gab ihre Karriere auf und widmete sich ganz den Kindern und dem Haushalt. Nach außen hin galten die Summers als Vorzeigefamilie. Und anfangs war es auch so. Doch mit der Zeit änderte sich alles. Und zwar nicht zum Besseren. Trevor war von Beginn der Ehe an der einzige Ernährer. Und mit dem Wachstum der Familie nahm die Belastung für ihn immer weiter zu. Alice kümmerte sich um die Kinder, während alle finanziellen Sorgen auf seinen Schultern lasteten. Im Jahr 2004 zogen sie nach Florida, wo Trevor eine Firma für Landschaftsgestaltung gründete. Doch das Unternehmen ging bereits nach 3 Jahren pleite. Die Familie zog nach Alabama. Dort versuchte er ein Autopfandhaus zu eröffnen, aber auch das scheiterte. Fast alle paar Jahre zogen die Summers in einen neuen Bundesstaat, damit Trevor ein neues Geschäft aufbauen konnte. Doch alle Versuche endeten im Desaster. Mal waren es Immobilien, mal der Verkauf von Blumen, mal Souvenirs. Mit jedem Mal wuchsen die Schulden, doch Alice glaubte weiterhin an ihn und unterstützte ihn, egal was passierte. Wo auch immer sie landeten, das Paar blieb gesellig und freundlich und fand schnell neue Bekannte. Ihr Haus stand Gästen stets offen. Alice kochte selbst und Trevor erzählte mit leuchtenden Augen von seinen neuesten Geschäftsplänen und versicherte, dass er jetzt, ja genau jetzt, endlich Glück haben würde. Doch je größer die Familie wurde, desto schwieriger wurde es, über die Runden zu kommen. Wegen seiner schlechten Bonität wurden Trevors Kreditanträge immer wieder abgelehnt. Außer Alice und den Kindern glaubte niemand mehr an seine unternehmerischen Talente. Er bat sogar Verwandte für ihn zu bürgen, doch diese wiesen ihn ab und sagten, er sei kein ernstzunehmender Mensch. Um ehrlich zu sein, konnte Trevor sich nie richtig auf eine Sache festlegen. Er sprang von einem Projekt zum nächsten, in der Hoffnung, dass früher oder später etwas funktionieren würde. Im Jahr 2015 kehrte die Familie erneut nach Florida zurück, diesmal jedoch endgültig. Die endlosen Umzüge setzten den Kindern schwer zu. Arden und ihre Geschwister hatten keine Zeit, sich an die Schulen zu gewöhnen oder Freundschaften aufzubauen und lebten unter ständigem Stress. Schließlich entschieden sich die Eltern für den Heimunterricht. Sie dachten, so würde es einfacher sein. Die älteste Tochter Arden half Alice im Haushalt und passte auf die Jüngeren auf. Sie war schon immer Papas Liebling gewesen, verehrte Trevor,
vertraute ihm bedingungslos und hielt ihn für den perfekten Vater. Doch in der Familie bahnten sich bereits Veränderungen an. Während Travers Geschäfte nacheinander pleite gingen, wurde er immer gereizter und aggressiver. Paranoide Gedanken quälten ihn. Alice würde zu jemandem gehen, der sie versorgen könne. Zunächst war er einfach nur eifersüchtig auf Freunde, Nachbarn, ja sogar auf zufällige Bekannte. Dann verlangte er, dass Alice ihre Social-Media-Konten löschte, nahm ihr das Handy weg und überprüfte alle Anrufe und Nachrichten. Er zwang sie, alle Männer aus ihren Kontakten zu löschen, sogar alte Freunde der Familie. Es ging noch weiter. Er begann, vollständige Kontrolle über ihre Kleidung auszuüben. Zunächst verbot er ihr zu freizügige Kleidung, obwohl diese ganz normal war. Dann wählte er selbst aus, was sie tragen durfte. Kein Make-up und kein Schmuck, außer dem Ehering und nicht einmal Parfüm war erlaubt. Hausarrest. Er nahm ihr den Führerschein weg, dann das Handy und schließlich sperrte er sie einfach mit den Kindern ein, wenn er weg war. Der Einzige, der sich frei bewegen durfte, war Arden. Trevor nahm sie mit und redete ihr ein, dass all das der Familie diene. Trevor wurde zu einem Aufseher, wusste, wo und mit wem sich jedes Familienmitglied aufhielt, kontrollierte, was sie aßen, was sie anzogen und worüber sie sprachen. Alice litt am meisten. Sie wurde ständig gedemütigt, für alle Misserfolge Travers verantwortlich gemacht und in einem Zustand permanenten Stresses gehalten. Nach 15 Jahren Ehe erklärte Alice schließlich, dass sie das nicht mehr aushalte. Seine Reaktion war sofort und brutal. Ein Schlag ins Gesicht, Beleidigungen, eine Verschärfung der Regeln. Zur gleichen Zeit wurde Trevor unter Hausarrest gestellt. Die Polizei untersuchte seine Finanzmachenschaften. Mit ihm im Haus eingesperrt zu sein, wurde für Alice zur Hölle. Im Oktober 2016 ließ Trevor sie überhaupt nicht mehr aus dem Haus. 2 Wochen völliger Isolation. Kein Telefon, kein Kontakt zur Außenwelt. Einmal verließ Trevor, dessen Probleme mit der Polizei bereits beendet waren, kurzzeitig das Haus. Während er weg war, gelang es Alice, ein Telefon zu finden und den Notruf anzurufen. Sie berichtete von ständigen Schikanen und davon, dass ihr Mann sie eingesperrt hält. Das Gespräch wurde unterbrochen, als Trevor unerwartet zurückkehrte, doch die Telefonisten hatten die Adresse bereits notiert und sofort an die Polizei weitergeleitet. Die Polizeibeamten trafen genau in dem Moment ein, als Trevor erneut seine Frau anschrie und sie erniedrigte. Er hatte längst gelernt, keine Spuren von Schlägen zu hinterlassen. Meistens übte er psychischen Druck aus, obwohl er manchmal auch zu körperlicher Gewalt griff. Er konnte zuschlagen oder an den Haaren ziehen. Meistens waren seine Strafen jedoch weitaus demütigender. Darüber wurde nicht laut gesprochen. Als die Polizisten an die Tür klopften, war Trevor zunächst verwirrt und wollte sie nicht hereinlassen. Doch aus Angst vor einer Verhaftung erlaubte er Alice und den Kindern schließlich zu gehen. Er versicherte, dass niemand jemanden gewaltsam festhielt und Alice sei lediglich eine hysterische, unvernünftige Frau, der man keinen Glauben schenken könne. Nachdem sie sich dem Einfluss ihres Mannes entzogen hatte, stand Alice vor einem neuen Problem. Sie und die Kinder hatten weder eine Wohnung noch Geld oder auch nur Wechselkleidung. Auf Anraten der Polizei wandte sie sich an ein Hilfszentrum für Opfer häuslicher Gewalt. Dort wurden der Familie eine vorübergehende Unterkunft, Essen und das Nötigste zur Verfügung gestellt. Alice zögerte nicht lange und machte sich sofort auf die Suche nach Arbeit. Bald hatte sie Glück, wurde bei einer örtlichen Firma eingestellt und konnte nach einiger Zeit eine bescheidene, aber gemütliche Wohnung mieten. Nach und nach begann sich ihr Leben zu normalisieren. Parallel dazu reichte Alice die Scheidung ein. Um unnötige Konflikte zu vermeiden und die Kinder nicht noch stärker zu traumatisieren, beschloss sie, Trevor nicht wegen der vergangenen Misshandlungen anzuzeigen und hoffte, dass sie sich ohne Skandale trennen könnten. Zunächst rief Trevor sie an und versuchte, sie zur Rückkehr zu überreden, doch dann schien er sich damit abgefunden zu haben. Zumindest äußerlich. Erst ein halbes Jahr nach der Trennung fühlte sich Alice endlich frei. Zum ersten Mal seit vielen Jahren schaute sie nicht mehr ständig um sich und begann sogar, sich mit einem neuen Mann zu treffen, Jeffrey Matt. Im Frühjahr 2017 entwickelte sich ihre Freundschaft zu einer Liebesbeziehung. Nach der Scheidung einigten sich die ehemaligen Ehepartner auf das gemeinsame Sorgerecht. Die Kinder blieben bei Alice.
Und Trevor durfte sie 2-mal pro Woche sehen und am Wochenende zu sich holen. Alles verlief zivilisiert. Alice hatte zwar keine Lust auf weiteren Kontakt mit ihrem Ex-Mann, hatte aber nichts dagegen. Trevor verhielt sich ruhig, ohne Aggressionen, und Alice glaubte, dass er sich damit abgefunden hatte. Doch im März 2017 rief er sie unerwartet an, bat sie vorbeizukommen und sagte, es müssten einige Papiere zur Vermögensaufteilung unterschrieben werden. Er sprach ruhig, und an seiner Bitte war nichts Verdächtiges. Alice kam vorbei. Trevor empfing sie an der Tür, ließ sie herein, und sobald sich die Tür geschlossen hatte, veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Es stellte sich heraus, dass es gar keine Dokumente gab. Das Ganze war nur ein Schauspiel, um sie ohne die Kinder ins Haus zu locken. Zuerst versuchte Trevor, sie zu überreden, zu ihm zurückzukommen. Als Alice sich entschieden weigerte, begann er ihr zu drohen. Er schrie, sie habe ihn betrogen und verlangte, dass sie Sünden gestehe, die sie nie begangen hatte. Und als sie versuchte zu fliehen, griff er nach einem großen Jagdmesser und hielt es ihr an die Kehle. Alice erstarrte vor Entsetzen, während Trevor, so schien es, sadistische Freude daran hatte und detailliert beschrieb, was er mit ihr machen würde. Er hielt seine Ex-Frau fast 2 Stunden lang als Geisel fest. Für Alice war es eine Ewigkeit. Die ganze Zeit über flehte sie ihn an, aufzuhören, und zu ihrer Überraschung schienen diese Worte zu wirken. Er dachte nach, schwieg einen Moment und ließ sie schließlich gehen, doch zuvor zwang er Alice zu schwören, dass sie niemandem von dem Vorfall erzählen würde. Sie versprach es natürlich. Doch sobald sie sich in sicherer Entfernung von zu Hause befand, rief sie sofort die Polizei an und berichtete von den Drohungen. Trevor wurde noch am selben Abend verhaftet. Bei der Vernehmung leugnete Trevor alles, schrie, dass sie ihn verraten habe und ihn manipulieren wolle. Und vor allem gab es an ihrem Körper keine Spuren von Gewalt. Ihre Kleidung war unversehrt. Ohne physische Beweise zerfiel die Anklage, ihr Wort gegen sein Wort. Letztendlich wurde Trevor freigelassen, aber das Gericht verpflichtete beide, ein gegenseitiges Näherungsverbot einzuhalten. Nach diesem Vorfall richtete Trevor seine Aufmerksamkeit auf die Kinder. Er begann, die Kinder systematisch gegen ihre Mutter zu beeinflussen. »Mama hat unsere Familie zerstört«, beharrte er bei jedem Treffen. Er führte sie an Orte, an denen sie früher glücklich gewesen waren, um ihre Sehnsucht nach der Vergangenheit zu schüren. Besonders stark setzte er seine älteste Tochter Arden unter Druck, genau jene Papas Tochter, die ihn immer noch als Idealbild sah. Die Kinder glaubten ihm natürlich. Sie hatten ja nie die Grausamkeit ihres Vaters miterlebt. Alice sprach, um ihre Psyche zu schützen, nie schlecht über ihn, und nun wirkte sich ihr Schweigen gegen sie aus. Auf Trevors Bitte hin begannen die Kinder, Alice zu beobachten, merkten sich ihren Tagesablauf, erzählten weiter, was sie sagte, berichteten, mit wem sie Kontakt hatte, und Arden wurde sogar zum wichtigsten Glied in seinem Plan. Am Samstag, dem 11. März 2017, holte Trevor die jüngeren Kinder wie üblich für das Wochenende ab, kehrte aber spät abends mit ausgeschalteten Scheinwerfern zu Alices Haus zurück. Arden, die bei ihrer Mutter geblieben war, sollte das Signal geben, das Schlafzimmerfenster einen Spalt breit zu öffnen, sobald alle eingeschlafen waren. Als er das Zeichen sah, befahl Trevor den Jüngeren, still im Auto zu sitzen, und kletterte durch das unverschlossene Fenster ins Haus. In der Dunkelheit stürzte er sich auf Alice, zog sie ins Wohnzimmer, nahm ihr das Handy weg und fesselte ihre Hände mit einem Plastikbinder. Die verängstigten Kinder rannten aus dem Zimmer, doch Trevor beruhigte sie und versicherte ihnen, dass alles in Ordnung sei. Dann wandte er sich an Arden und sagte, sie solle sich ans Steuer setzen und die Kinder zu ihm nach Hause bringen. Sobald die Kinder weg waren, kehrte Trevor zu Alice zurück, spritzte ihr ein Beruhigungsmittel, damit sie sich nicht wehren konnte, zog sie ins Schlafzimmer, fesselte sie ans Bett und begann sie zu bestrafen. Er achtete darauf, dass sie nicht das Bewusstsein verlor, damit sie alles spürte und verstand. In der Zwischenzeit brachte Arden die Jüngeren glücklicherweise ohne Zwischenfälle zu ihrem Vater nach Hause. Nachts waren die Straßen leer. Arden parkte vor dem Haus und die Kinder gingen hinein und warteten auf ihre Eltern, die jedoch nicht auftauchten. Unterdessen begann Trevor gegen 5 Uhr morgens, Alice mit einem Kissen zu würgen, drückte es ihr ins Gesicht, sodass sie keine Luft bekam, ließ kurz nach, damit sie Luft holen konnte, und würgte sie dann erneut.
Dieser Albtraum dauerte etwa 30 Minuten, bis Alice, körperlich und seelisch gebrochen, allem zustimmte, was er von ihr verlangte. Dann löste er ihre Fesseln, stieg ins Auto und fuhr auf eine einsame Straße außerhalb der Stadt. Gegen 6 Uhr morgens hielt das Auto vor einem rund um die Uhr geöffneten Laden am Stadtrand. Der Mann stieg aus und ging hinein. Nach wenigen Minuten stürzte eine halbnackte Frau mit gefesselten Händen aus der Beifahrertür. Sie stürzte sich auf einen Angestellten des Ladens und flehte ihn um Hilfe an, doch Trevor sprang ihr sofort hinterher, packte sie im Laufschritt und schubste sie mit Gewalt zurück ins Auto. Das Auto raste davon, doch ein Zeuge konnte sich die Marke, die Farbe und sogar das Kennzeichen merken und gab diese Angaben sofort an die Polizei weiter. Die Polizei fand schnell heraus, dass das Auto auf einen Mann zugelassen war, gegen den ein Näherungsverbot im Zusammenhang mit einer konfliktreichen Scheidung und einer Vorgeschichte von Missbrauch vorlag. Als erstes überprüften die Beamten, wo die Kinder waren. Sie fanden sie in Trevors Haus, verängstigt, aber unverletzt. Sie verstanden nicht, was vor sich ging. Als man vorsichtig mit ihnen sprach, wurde das Bild klarer. Die Kinder waren sich des ganzen Schreckens der Geschehnisse nicht bewusst. Trevor hatte ihnen gegenüber nie Aggressionen gezeigt, aber ihre Schilderungen machten deutlich, dass Alice in Lebensgefahr schwebte. Inzwischen waren Trevor und Alice bereits weit von der Stadt entfernt und auf dem Weg zur einsamen Küste. Er hielt in einem kleinen Hotel an, in dem sie einst als Familie Urlaub gemacht hatten. Für einen Moment dachte er nach, doch dann holte er einen Notizblock hervor und begann zu schreiben. Zunächst war es ein Abschiedsbrief an die Kinder. Dann zerknüllte er das Blatt und fing von vorne an. So ging es stundenlang. Alice begriff, dass er vorhatte, ihr Leben zu beenden, und dann sein eigenes, und dass die Briefe den Kindern alles erklären sollten. Nach Alices gescheiterter Flucht hatten die Überwachungskameras des Ladens ihr Auto erfasst. Das half dabei, das Suchgebiet einzugrenzen. In diesen Stunden schrieb Trevor Dutzende von Versionen von Abschiedsbriefen, schnitt Alice mit einem Rasiermesser in die Handgelenke, um ihren Tod vorzutäuschen. Er brachte sie in den Ferienort Little Harbor, wo er sie erneut vergewaltigte, und schließlich legte er ihr eine Schlinge um den Hals und begann, sie zu würgen. Im letzten Moment ertönten Polizeisirenen. Trevor ließ Alice los, rannte zum Auto und fuhr mit voller Geschwindigkeit direkt in den Streifenwagen. Er versuchte, sich die Pulsadern aufzuschneiden, konnte sich jedoch nur oberflächliche Wunden zufügen. Die Polizisten zogen ihn aus dem Auto und retteten Alice. Nach seiner Verhaftung leugnete Trevor alles. Seine Version nahm ihm jedoch niemand ab. Die Staatsanwaltschaft erhob 11 Anklagepunkte. Entführung, Vergewaltigung, versuchter Mord. Wegen der Pandemie zog sich das Gerichtsverfahren in die Länge, doch Trevor wurde nicht gegen Kaution freigelassen. Alice heiratete unterdessen Jeffrey, der für die Kinder zu einem echten Vater wurde. Im Frühjahr 2022 wurde Trevor Summers in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Vor Gericht wurden die schrecklichsten Beweise vorgelegt. Abschiedsbriefe im Auto, eine selbstgebastelte Schlinge um Alices Hals, Aussagen der Kinder, die endlich begriffen hatten. Ihre Mutter war dem Tod nur einen Schritt entfernt. Er wurde zu 3 lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung verurteilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Celeste Cristiano Manno wurde am 30. November 1997 im Nordosten von Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria geboren. Sie war das jüngste Kind der Familie von Eji und Diaru sowie Tony Manno. Sie wuchs zusammen mit ihrem älteren Bruder Alexander auf. Einigen Berichten zufolge verließ ihr Vater die Familie, als die Kinder noch klein waren, hielt aber den Kontakt zu ihnen aufrecht, unterstützte sie finanziell und nahm an ihrem Leben teil. In der Schule war Celeste kontaktfreudig, aktiv und freundlich. Sie trieb Sport, tanzte, war Kapitänin der Cheerleader-Gruppe und schmiedete große Pläne für die Zukunft. Zunächst träumte sie davon, Juristin zu werden und schrieb sich an der renommierten Universität von Melbourne ein, wo sie Zivil- und Strafrecht studierte.
Gegen Ende ihres Studiums verlor sie jedoch das Interesse daran und wechselte in den Bereich Werbung und Marketing. Im Jahr 2018 wurde sie von einem großen, schnell wachsenden Unternehmen im Bereich Onlinehandel eingestellt. Celeste war klug und talentiert, fand sich schnell in ihre Arbeit ein und stieg innerhalb weniger Jahre von einer Callcenter-Mitarbeiterin zur Leiterin einer ganzen Abteilung auf. Man schätzte sie für ihre Eigeninitiative, ihre organisatorischen Fähigkeiten und ihre rationale Herangehensweise. Außerdem war Celeste sehr attraktiv. An der Universität hatte sie sogar an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen und war unter die ersten 3 gekommen. Sie hatte schon immer viele Verehrer, wählte ihre Partner jedoch sorgfältig aus. Ihr Kollege Lou arbeitete im selben Unternehmen. Er war fast 16 Jahre älter als Celeste und zeigte vom ersten Tag an ein gesteigertes Interesse an ihr. Lou war verschlossen, ungesellig und strebte offenbar keinen beruflichen Aufstieg an. Jahrelang bekleidete er dieselbe Position ohne jegliche Ambitionen. Celeste, die gutherzig und einfühlsam war, wollte ihn nicht verletzen und lehnte daher seine Versuche, sie irgendwohin einzuladen, höflich ab. Der Mann empfand dies jedoch als Herausforderung oder als Spiel. Er kam zu dem Schluss, dass die junge Chefin nur kokettierte und es galt, sie zu erobern. Und dann begann er zu handeln. Ungeachtet aller Umstände bemühte sich Lou weiterhin hartnäckig, aufdringlich und nervig um ihre Aufmerksamkeit. Celeste hielt durch und hoffte, dass er sich beruhigen oder sich jemand anderem zuwenden würde. Mit der Zeit wuchs seine Besessenheit nur noch weiter. Alle um sie herum bemerkten, dass er buchstäblich verrückt nach der jungen Schönheit war. Irgendwann gestand Celeste einer engen Freundin und Kollegin, dass sie eine Beziehung mit Lou nie in Betracht gezogen hatte. Er wirkte seltsam und unberechenbar. Celeste hatten Männer ohne Ambitionen und Ziele im Leben noch nie angezogen. Auch der Altersunterschied spielte eine Rolle. Dennoch hatte sie Mitleid mit ihrem Verehrer, denn trotz all seiner Bemühungen hatte er nicht die geringste Chance. In seinen vergeblichen Versuchen, Celeste für sich zu gewinnen, vernachlässigte Lou seine Arbeit. Er war schon zuvor kein Musterbeispiel für Fleiß gewesen, doch nun kam er seinen Pflichten überhaupt nicht mehr nach. Seine Produktivität sank auf 0 und die Geschäftsleitung war unzufrieden. Nach 3 Verwarnungen im Herbst 2019 wurde er entlassen. Lou war verzweifelt. Als er seine Sachen im Büro zusammenpackte, sah er aus, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Celeste hingegen hatte gemischte Gefühle. Einerseits Erleichterung. Der aufdringliche Verehrer würde endlich aus ihrem Leben verschwinden. Andererseits ein leichtes Schuldgefühl, denn zum Teil war sie selbst daran schuld. Als Abteilungsleiterin dankte sie ihm für seine Arbeit, begleitete ihn zur Tür und klopfte ihm zum Abschied freundschaftlich auf die Schulter, wobei sie ihm aufrichtig viel Glück wünschte. Doch genau diese Geste erwies sich später als fataler Fehler. Lou kam zu dem Schluss, dass Celeste einfach Angst davor hatte, eine Büroromanze einzugehen, da sie seine Chefin war und dies ihrem Ruf schaden könnte. Und nun, da sie keine Kollegen mehr waren, stand ihrem Zusammensein nichts mehr im Wege. Von Emotionen überwältigt, küsste er sie unerwartet auf die Wange. Celeste erstarrte. Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte, drehte sich daher einfach um und ging schweigend ins Büro. Doch Lou nahm dies als Zeichen. Er war nun endgültig davon überzeugt, dass auch sie Gefühle für ihn hegte und er nicht aufgeben durfte. Ein paar Tage nach seiner Entlassung fand Lou sie in den sozialen Netzwerken und schickte ihr eine Freundschaftsanfrage. Zunächst nahm sie die Anfrage an, dachte sich, dass das nichts Schlimmes sei, doch als er sie mit Nachrichten überschüttete, in denen er sie um ein Treffen bat, lehnte sie zunächst höflich ab und blockierte ihn dann. Am nächsten Tag erstellte er einen neuen Account und schrieb ihr erneut. Dann begann er, ihre Fotos zu kommentieren, schwärmte von ihrer Schönheit und deutete an, dass sie das perfekte Paar seien. Celeste verschärfte ihre Privatsphäre-Einstellungen, aber das half nichts. Während eines Familienfestes beschwerte sie sich bei ihren Verwandten über diesen aufdringlichen Typen und erzählte auch von dem seltsamen Kuss am Tag seiner Entlassung. Die Verwandten hörten ihr zu, maßen dem aber keine Bedeutung bei. Alle dachten, er würde bald aufgeben. Doch Lou hatte ihre private Telefonnummer herausgefunden, obwohl sie zuvor nur über Arbeitschats kommuniziert hatten. Bald darauf erhielt sie seltsame, romantische Nachrichten.
Sie wusste sofort, von wem sie stammten. Er schrieb selbstverfasste Gedichte, machte ihr Komplimente über ihr Aussehen und schlug ihr immer wieder vor, sich zu treffen. Einmal nahm sie seinen Anruf entgegen und versuchte, ihm zu erklären, dass zwischen ihnen nichts laufen würde, und bat ihn, sie in Ruhe zu lassen. Aber Lou hörte gar nicht zu. Er wiederholte nur, wie sehr ihm ihre Stimme gefiele und wie froh er sei, dass sie endlich mit ihm gesprochen habe. Nach diesem Anruf versuchte Celeste, Lou zu blockieren, aber er rief jedes Mal von einer anderen Nummer an. Schließlich änderte sie ihre Nummer, doch schon nach einer Woche hatte er sie irgendwie herausgefunden und der Telefonterror ging weiter. Etwa ein halbes Jahr lang versuchte sie vergeblich, diesen besessenen Verehrer zu ignorieren, blockierte seine Nummern und seine Fake-Profile in den sozialen Netzwerken, antwortete nicht auf Nachrichten und versuchte, ein normales Leben zu führen. Doch der Strom an Nachrichten hörte nicht auf und ihr Ton änderte sich allmählich, von romantisch zu dreist und bedrohlich. Nun bat Lou nicht mehr darum, sondern verlangte ein Treffen und begann, seine verstörenden Fantasien darüber, was er mit ihr tun würde, detailliert zu beschreiben. Doch das war noch nicht das Schlimmste. Er begann, sie im realen Leben zu verfolgen. Es stellte sich heraus, dass Lou ihr folgte. Von der Arbeit bis nach Hause fand er heraus, wo sie wohnte. Zunächst war Celeste nicht bewusst, dass er ihr nicht mehr nur schrieb, sondern ihr tatsächlich systematisch folgte. Sie sah ihn flüchtig in der Nähe ihres Hauses, redete sich aber jedes Mal ein, dass es nur ihre nervöse Einbildung sei. Als sie schließlich begriff, dass sie sich nicht getäuscht hatte und Lou sie tatsächlich mit manischer Besessenheit verfolgte, beschloss sie, sich an die Polizei zu wenden. Celeste wollte, dass man ihr eine einstweilige Verfügung ausstellte, die Lou verbot, sich ihr und ihrem Haus zu nähern. Doch die Polizisten reagierten auf ihre Anzeige gleichgültig, wenn nicht gar spöttisch. Ihren Worten nach habe Lou nicht gegen das Gesetz verstoßen, denn Gedichte oder freizügige Fantasien in Nachrichten zu schreiben sei nicht verboten und Celeste habe keine Beweise dafür, dass er sie verfolgt habe. Schließlich wurde sie höflich gebeten zu gehen, mit dem Hinweis, sie solle die Polizei nicht von wichtigeren Fällen abhalten. Noch ein halbes Jahr lang litt Celeste unter dem Stalking ihres ehemaligen Kollegen. An Werktagen sah sie oft sein Auto vor ihrem Büro stehen. Abends fuhr er mehrmals an ihrem Haus vorbei. Sie spürte ständig seinen Blick und lebte in ständiger Anspannung. Im August 2020 ging sie erneut zur Polizei, diesmal mit Fotos und Videos, die bewiesen, dass Lou sie tatsächlich verfolgt hatte. Ein anderer Beamter nahm die Situation ernster und zeigte sich sogar überrascht über das untätige Verhalten seiner Kollegen. Er riet ihr, vor Gericht zu gehen, und bald wurde eine Schutzanordnung erlassen. Lou wurde verboten, sie anzurufen, sich ihr zu nähern oder in irgendeiner Weise Kontakt aufzunehmen. Lou hatte diese Wendung offensichtlich nicht erwartet und verschwand für einige Wochen aus Celestes Leben. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte sie sich frei und glaubte, dass der Albtraum endlich vorbei sei. Doch es war noch zu früh, um sich zu entspannen. Nach weniger als einem Monat erhielt sie wieder Nachrichten von unbekannten Nummern. Zuerst flehte Lou sie an, dann forderte er sie auf, die Anzeige zurückzuziehen und die einstweilige Verfügung aufzuheben, da diese ihrer romantischen Beziehung im Wege stünde. Celeste ging sofort zur Polizei. Nun hatte Lou gegen das Kontaktverbot verstoßen und musste dafür gerade stehen. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt und gewarnt, dass der nächste Verstoß schwerwiegendere Konsequenzen bis hin zu einer Gefängnisstrafe nach sich ziehen würde. Danach meldete sich Lou fast 2 Monate lang nicht und Celeste hatte bereits beschlossen, dass er sie endlich in Ruhe gelassen hatte. Im September 2020 lernte Celeste einen jungen Mann namens Chris Ridsdale kennen. Er war nur 1 Jahr älter als sie. Sie hatten viel gemeinsam. Bald entwickelte sich eine Beziehung zwischen ihnen. Sie erzählte Chris von den Belästigungen durch ihren ehemaligen Kollegen und gab zu, dass sie sich, obwohl er sich seit über einem Monat nicht mehr gemeldet hatte, dennoch unwohl fühlte. Chris umgab sie mit Fürsorge und tat alles, damit sie sich sicher fühlte. Anfang November lud Celeste ihn zu einem Familienessen ein, um ihn ihren Eltern und ihrem Bruder vorzustellen. Ihre Wahl gefiel der Familie. Sie fanden schnell einen gemeinsamen Ton. Und ihre Mutter scherzte sogar, dass ihre Tochter nun unter zuverlässigem Schutz stehe.
Die nächsten Wochen verliefen ruhig. Der ehemalige Verehrer tauchte nicht auf und Celeste hörte allmählich auf, Angst zu haben, dass Lou wieder in ihr Leben eindringen könnte. Am 15. November 2020 ging das verliebte Paar auf ein Date. Sie saßen in einem Café und genossen die Zweisamkeit, als Celeste vorschlug, ein gemeinsames Selfie zu machen. Das Foto wirkte sehr romantisch. Das Paar saß am Tisch, umarmte sich, lächelte und sah wirklich glücklich aus. Celeste gefiel das Bild so gut, dass sie es als Profilbild in den sozialen Netzwerken einstellte. Damit wollte sie nicht nur den Moment festhalten, sondern auch zeigen, dass sie in einer ernsthaften Beziehung ist. Auch Chris postete das Foto auf seiner Seite mit der rührenden Bildunterschrift: „Ich liebe diese Frau und werde alles tun, damit ihre Augen immer vor Glück strahlen, so wie auf diesem Foto." Leider war dieses Date ihr letztes. Am Abend dieses Tages fuhr Chris Celeste nach Hause. Sie verabschiedeten sich und verabredeten sich für den nächsten Tag. Die junge Frau verbrachte noch etwa eine Stunde mit ihrer Mutter in der Küche, wo sie über ihren Freund sprach, und ging dann schlafen. Am nächsten Morgen musste sie früh zur Arbeit aufstehen. Am 16. November 2020 gegen 4 Uhr morgens wurde Eji durch das Geräusch von zerbrechendem Glas geweckt. Zuerst verstand sie nicht, was los war. Doch dann hörte sie seltsame Geräusche, Schreie und Getöse. Zunächst schien es ihr, als käme der Lärm von der Straße, doch bald wurde klar, dass sich alles im Haus abspielte. Eji sprang aus dem Bett, warf sich einen Bademantel über und eilte ins Zimmer ihrer Tochter. Als sie die Tür aufstieß, sah sie im Halbdunkel, wie jemand buchstäblich aus dem zerbrochenen Fenster am Eingang sprang. Als das Licht anging, bot sich ihr ein grauenvoller Anblick. Celeste lag in einer Blutlache. Ihr ganzer Körper war von Schnitt- und Stichverletzungen gezeichnet, Glassplitter ragten aus ihrer Haut. Die junge Frau atmete kaum noch. Ihre Augen waren weit aufgerissen und starrten ins Leere. Eji rief sofort den Rettungsdienst und versuchte, das Blut aus den tiefen Wunden zu stillen, doch Celeste konnte nicht mehr gerettet werden. Als die Ärzte eintrafen, war sie bereits tot. Später stellten die Gerichtsmediziner mehr als 20 Stichwunden an ihrem Körper fest, wobei der Stich ins Herz tödlich war. Nach Auswertung der Lage und der Aussagen von Eji kam die Polizei zu dem Schluss, der Angriff dauerte weniger als 3 Minuten. Der Täter war durch das Fenster eingestiegen, hatte sich auf Celeste gestürzt und war geflohen, bevor die Mutter das Zimmer betreten konnte. Als Tatwaffe benutzte er ein großes Küchenmesser, mit dem er wahllos zustach. Spuren von Abwehrverletzungen an den Händen des Opfers deuteten darauf hin, dass sie versucht hatte, sich zu verteidigen. Auf die Frage, ob Celeste Feinde gehabt habe, nannte Eji sofort einen Namen: Lou, der ihre Tochter seit über einem Jahr verfolgt, mit Anrufen und Drohbotschaften bombardiert hatte. Diese Information wurde von Verwandten, Freunden und Kollegen bestätigt. Am Tatort blieben zahlreiche Spuren zurück: blutige Fingerabdrücke, DNA auf dem Zaun, über den der Täter geklettert war. Bei seiner Flucht hatte er sich an der Hand verletzt. Lou wurde noch am selben Tag festgenommen. Zunächst bestritt er vehement seine Beteiligung und versicherte, dass er Celeste geliebt habe und sie niemals angefasst hätte. Doch bald bestätigte die Spurensicherung: seine Fingerabdrücke im Zimmer des Opfers wurden sichergestellt, obwohl es ihm durch eine einstweilige Verfügung untersagt war, sich der Frau zu nähern. Außerdem hatten Überwachungskameras im Laden aufgezeichnet, wie Lou am Tag vor dem Mord einen Hammer und ein Messer gekauft hatte. Die Beweise gegen Lou waren unwiderlegbar. Er hatte das Opfer lange verfolgt, die Tatwaffe gekauft und die Tat begangen, nachdem er ein Foto von ihr mit ihrem neuen Freund gesehen hatte. Seine Handlungen wirkten geplant und bewusst, doch Lous Verhalten warf dennoch Fragen auf. Mit 39 Jahren lebte er bei seinen Eltern, hatte keine Freunde, konnte keinen Job behalten und verhielt sich während der Verhöre unangemessen. Das ließ die Frage aufkommen, ob er kaltblütig gehandelt hatte oder ob bei ihm eine schwere psychische Störung vorlag, der Behandlung benötigte. Im Herbst 2023, 3 Jahre nach dem Mord an Celeste, stand Lou endlich vor Gericht. Die ganze Zeit über hatte er versucht zu beweisen, dass er an einer psychischen Störung leidet und daher nicht für ein vorsätzliches Verbrechen verantwortlich gemacht werden kann. Den größten Teil dieser Zeit verbrachte er in einer psychiatrischen Klinik.
Im Gerichtssaal verhielt sich Lou distanziert, als wäre ihm das Geschehen gleichgültig. Er bekannte sich schuldig, behauptete jedoch, dass er sie nicht töten wollte, sondern angeblich nur ihre Liebe gewinnen wollte. Die Geschworenen befanden ihn jedoch einstimmig in allen Anklagepunkten für schuldig. Er wurde zu 36 Jahren Haft verurteilt, mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährungsentlassung frühestens nach 30 Jahren. Celestes Eltern betonten wiederholt, dass ihre Tochter bereits 2020 bei der Polizei vorstellig geworden war, in der Hoffnung, Schutz vor Lou zu erhalten. Ihre Anzeige wurde jedoch nicht aufgenommen, da nach der damals geltenden Gesetzgebung nur Versuche körperlichen Kontakts als Stalking galten. Cybermobbing und telefonische Drohungen wurden hingegen nicht bestraft. 3 Jahre lang arbeitete die Mutter von Celeste gemeinsam mit Anwälten und Aktivisten am Celeste-Gesetz, das eine strafrechtliche Haftung für Belästigung in sozialen Netzwerken sowie für Mobbing durch Nachrichten und Briefe einführen sollte. Egidiaro glaubte, dass dies helfen würde, andere Frauen zu schützen und ähnliche Tragödien zu verhindern. Sie erarbeitete mehr als 50 Änderungsanträge, doch fast alle wurden abgelehnt. Untersuchungen ergaben, dass sich die meisten Internetstalker auf unsichtbare Beobachtung beschränken und nicht zu konkreten Drohungen übergehen. Letztendlich wurden nur Teilmaßnahmen ergriffen, der Zugriff auf persönliche Daten in sozialen Netzwerken wurde eingeschränkt und es wurde erlaubt, Schutzanordnungen wegen Drohungen im Netz zu erlassen, doch eine strafrechtliche Haftung für solche Handlungen wurde nie eingeführt. Derzeit bleibt es für solche Taten oft bei einer Verwarnung, bei wiederholten Verstößen gegebenenfalls bei einer Geldstrafe und selbst das nicht immer. Diese Geschichte hat eine riesige Lücke im System aufgezeigt, denn die Gleichgültigkeit der Polizei und veraltete Gesetze konnten einen unschuldigen Menschen das Leben kosten. Celeste tat alles in ihrer Macht Stehende, um sich zu schützen, doch der Staat hat sie im Stich gelassen. Ihre Mutter kämpft weiterhin für Veränderungen, doch leider bislang ohne Erfolg. Und Lou wird, wenn nicht sein ganzes Leben, so doch den größten Teil davon hinter Gittern verbringen, doch das wird Celeste nicht zurückbringen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Diese Geschichte handelt von einem Paar, das scheinbar perfekt zusammenpasste. Sie hatten erst vor kurzem geheiratet und erwarteten nun die Geburt ihres Kindes. Leider wurde dieses Glück in einem Augenblick zerstört und es stellte sich heraus, dass alles nur eine trügerische Illusion gewesen war. Die junge Frau verschwand spurlos und ihr Mann verfiel in Verzweiflung. Dabei gelang es der Polizei nicht einmal, eine klare Vermutung anzustellen, was geschehen sein könnte. All dies ist die Geschichte von Mark und Lori Hacking. Lori K. Soares Hacking war eine junge, erfolgreiche und glückliche Frau. Zumindest schien es auf den ersten Blick so. In ihrem Leben lief alles gut, bis sie an einem Julimorgen im Jahr 2004 verschwand. Die junge Frau ging joggen und niemand sah sie jemals wieder. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die Schritt für Schritt die schreckliche Wahrheit über Verrat, Betrug und sorgfältig gehütete Geheimnisse der Familie Hacking ans Licht brachten. Mark Hacking wurde am 24. April 1976 in Salt Lake City, Utah, USA geboren. Mark war das 5. Kind in der strenggläubigen mormonischen Familie von Doug und Janet Hacking, die insgesamt 7 Kinder hatten, 4 Söhne und 3 Töchter. Die Familie gehörte der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage an, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte. Marks Vater war ein angesehener Kinderarzt, was der Familie einen hohen sozialen Status und materiellen Wohlstand sicherte. Alle Kinder dieser Familie waren begabt und erzielten in ihrem jeweiligen Bereich gewisse Erfolge. Mark war als Kind ein bezaubernder Junge. Er hatte rote Haare und jede Menge Sommersprossen, die hervorragend zu seinem lebhaften und geselligen Charakter passten. Allerdings hatte er auch eine negative Seite. Der Junge log oft, um Aufmerksamkeit zu erregen oder Strafen für seine Verfehlungen zu vermeiden. Als Erwachsener log Mark weiterhin, doch nun waren es Lügen anderer Art. Er fühlte sich durch den Erfolg seiner Geschwister unter Druck gesetzt und erfand daher verschiedene Geschichten, um ebenso interessant und erfolgreich zu wirken. Mit 19 Jahren begab sich Mark, wie es bei jungen Mormonen üblich ist, auf eine Missionsreise.
Anfangs lief alles gut, da seine extrovertierte Art ihm half, mit Menschen in Kontakt zu treten und neue Menschen zu seinem Glauben zu bekehren. Doch später begann Mark ein Doppelleben zu führen. Tagsüber predigte er, abends verbrachte er heimlich Zeit mit Freunden und verstieß damit gegen die kirchlichen Regeln. Als die Kirchenleitung davon erfuhr, wurde er nach Hause geschickt und wieder, um in den Augen seiner Familie nicht in Verruf zu geraten, log Mark und erzählte ihnen, er sei angeblich Opfer eines Missverständnisses geworden. Lori Soares wurde am 31. Dezember 1976 in Kalifornien geboren. Im Alter von 4 Monaten wurden sie und ihr älterer Bruder Paul von Thelma und Harald Soares adoptiert. Im Jahr 1987, nach der Scheidung ihrer Eltern, zog Lori mit ihrer Mutter nach Utah, da sie ihr sehr verbunden war, während Paul bei seinem Vater blieb. Lori besuchte die Orem High School und war ein schlichtes, gütiges und aufrichtiges Mädchen. Ihre Klassenkameraden liebten sie wegen ihres freundlichen Wesens. Lori wurde mehrmals zur Klassensprecherin gewählt und zeigte dabei gute Leistungen im Baseball. Ihre Familie war nicht wohlhabend, daher jobbte das Mädchen in einer Autowaschanlage, um ihrer Mutter zu helfen. Lori war sehr ernsthaft und verantwortungsbewusst und zudem recht gläubig, weshalb sie davon träumte, einen Mann aus ihrer Kirchengemeinde kennenzulernen, ihn zu heiraten und Kinder zu bekommen, um eine liebevolle und fürsorgliche Familie zu gründen. Mark und Lori lernten sich in der Oberstufe kennen, da beide der Mormonenkirche angehörten. Obwohl sie in verschiedenen Klassen waren, sprang zwischen ihnen sofort der Funke über. Und seitdem waren Mark und Lori unzertrennlich und bildeten ein wunderbares Paar. Der junge Mann bezauberte das Mädchen mit seinem Humor und seiner Schlagfertigkeit. Im Jahr 1999, als Lori 22 und Mark 21 Jahre alt waren, heirateten sie. Es schien, als läge eine strahlende und lange gemeinsame Zukunft vor ihnen. Mark und Lori wirkten wie das perfekte Paar und alle um sie herum sahen, wie sehr sie sich liebten. So war Mark beispielsweise ein aufmerksamer Ehemann und schenkte Lori oft Blumen. Das Ehepaar schrieb sich nach der Schule auch an derselben Bildungseinrichtung ein. Lori schloss ihr Studium ab und fand eine Stelle als Assistentin bei Wells Fargo, woraufhin sie begann, hart zu arbeiten, um die Familie zu ernähren. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete nur Lori, während Mark sein Studium an der Universität fortsetzte, wie er zumindest behauptete. In Wirklichkeit hatte Mark sein Studium bereits 2002 abgebrochen und diese Tatsache jedoch sorgfältig verheimlicht. Jeden Morgen packte er seine Lehrbücher zusammen und tat so, als würde er zur Vorlesung gehen, kehrte dann aber nach Hause zurück, sobald Lori zur Arbeit ging. Den ganzen Tag spielte der Mann Videospiele und abends beklagte er sich bei seiner Frau über das anstrengende Studium und schloss sich in seinem Zimmer ein, wobei er vorgab, Hausarbeiten zu schreiben. Mark verbarg seine erneute Lüge sorgfältig. Er traf sich sogar manchmal mit Lori auf dem Universitätsgelände, damit alles glaubwürdiger wirkte. Als die Abschlussfeier näher rückte, gab Mark am Tag der Feier vor, krank zu sein. Lori glaubte ihm, und später feierte die Familie ein Fest. Er hatte sich sogar irgendwo eine Robe und eine Mütze besorgt, als hätte er tatsächlich einen Abschluss gemacht. Später begann er, in verschiedene Bundesstaaten zu reisen, angeblich zu Vorstellungsgesprächen an medizinischen Universitäten. Dabei wurden all diese Reisen von Lori bezahlt, da sie die Ernährerin der Familie war, an den Traum ihres Mannes glaubte und ihn unterstützte. Im Jahr 2004 verkündete Mark, dass er an der University of North Carolina in Chapel Hill im Fachbereich Onkologie angenommen worden sei. Das Paar begann, sich auf den Umzug vorzubereiten, da Mark angeblich dort studieren und das Werk seines Vaters fortsetzen wollte. Aus diesem Grund kündigte Lori ihren Job und noch im Juli veranstaltete das Paar eine Abschiedsparty. Alle freuten sich für Mark und seine geliebte Frau, die zudem ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Für ihr Umfeld sah es so aus, als würde sich das Leben des Paares gut entwickeln und als läge eine glückliche, sorgenfreie Zukunft vor ihnen. Doch nur wenige Tage vor ihrer Abreise ereignete sich am 16. Juli ein beunruhigender Vorfall. An diesem Tag erhielt sie einen Anruf bei der Arbeit und nach diesem Anruf ging die junge Frau verstört nach Hause, ohne jemandem etwas zu erklären. Bei der Abschiedsparty am 18. Juli wirkte das Paar jedoch wieder glücklich. Niemand ahnte auch nur im Entferntesten, welches schreckliche Geheimnis
sich hinter der Fassade ihres perfekten Lebens verbarg. Am Morgen des 19. Juli 2004 ging die 27-jährige Lori Hacking wie üblich joggen. Sie wollte im Waldgebiet des Memory Grove Parks in Salt Lake City trainieren und anschließend zur Arbeit fahren. Mark sollte sie um 7 Uhr morgens mit seinem Auto zum Büro fahren, so hatten sie es am Vorabend vereinbart. Als Mark jedoch aufwachte, war seine Frau nicht zu Hause. Er nahm an, dass Lori noch joggen sei und legte sich wieder schlafen. Um 8 Uhr wachte Mark erneut auf, doch Lori war immer noch nicht da. Als er aus dem Fenster schaute, sah er, dass auch ihr Auto fehlte. Mark dachte, seine Frau wolle ihn einfach nicht wecken und sei allein zur Arbeit gegangen. Doch bereits um 10 Uhr rief Mark die Polizei an und meldete, dass seine Frau joggen gegangen sei und nicht zurückgekommen sei. Der Mann wirkte besorgt. Er erzählte, dass er sich große Sorgen um seine Frau mache, da so etwas seiner Aussage nach noch nie vorgekommen sei. Mark wies außerdem darauf hin, dass er Loris Arbeitskleidung zu Hause gesehen und erkannt habe, dass sie gar nicht zur Arbeit gegangen sei. Aus diesem Grund meldete der Mann bereits um 10:30 Uhr offiziell das Verschwinden seiner Frau bei der Polizei. Kurz nach Beginn der Ermittlungen wurde Loris Auto verlassen am Eingang eines Parks gefunden. Im Auto gab es keine Spuren von Loris Anwesenheit oder Anzeichen für einen Überfall auf sie. Die junge Frau war praktisch spurlos verschwunden und hatte all ihre Sachen zu Hause zurückgelassen. Mark informierte sofort Loris Familie und Kollegen über ihr Verschwinden. Alle waren sich einig, dass die junge Frau nicht einfach so weglaufen konnte. Sie war sehr verantwortungsbewusst und hatte ihre Abwesenheit bei der Arbeit immer angekündigt und ihrer Familie erzählt, wohin sie gehen würde. Alle setzten alles daran, Lori zu finden. Mark und die Familie von Lori durchkämmten gemeinsam den Park, in dem sie joggen sollte, und die Polizei untersuchte Schritt für Schritt Loris übliche Laufstrecke. Doch alles blieb ohne Ergebnis. Die Ermittler nahmen die Ermittlungen auf und wurden sofort auf einige merkwürdige Umstände aufmerksam. Loris persönliche Gegenstände, ihre Handtasche mit den Ausweispapieren, ihr Ehering und die Autoschlüssel waren zu Hause geblieben, obwohl sie angeblich mit dem Auto zum Park gefahren war. Außerdem fiel den Ermittlern auf, dass das Paar eine neue Matratze und Bettwäsche hatte. Als sie Mark fragten, was passiert sei, erklärte er, dass er die alte Matratze vor einigen Tagen weggeworfen habe, weil Lori sie angeblich stark mit Menstruationsblut verschmutzt habe. Als der Mann gefragt wurde, wo das Paar in der Zeit geschlafen habe, als die Matratze noch nicht geliefert worden war, antwortete Mark, dass sie einfach auf dem Matratzenkarton ohne die Matratze selbst geschlafen hätten. Auf dem Nachttisch neben dem Bett wurde ein Jagdmesser mit Blutspuren gefunden. Mark erzählte, dass er es am Vortag benutzt habe und deshalb Blut darauf zurückgeblieben sei. Angesichts dieser verdächtigen Indizien überprüften die Ermittler die Richtigkeit von Marks Aussagen. Es stellte sich heraus, dass die neue Matratze am 19. Juli um 10:23 Uhr morgens gekauft worden war, genau am Tag von Loris Verschwinden. Die Quittung befand sich in seinem Auto. Aber warum sollte er eine Matratze nur wenige Minuten nach dem Verschwinden seiner Frau kaufen? Bei einer genauen Untersuchung des Fahrzeugs wurde außerdem festgestellt, dass der Fahrersitz stark nach hinten geschoben war, was darauf hindeuten könnte, dass die letzte Person, die das Auto gefahren hatte, deutlich größer war als Lori. Unter den persönlichen Unterlagen der Frau fanden die Ermittler einen Brief, in dem sie Mark schrieb, dass sie sich von ihm scheiden lassen würde, wenn er sich nicht änderte. Nun deuteten alle Hinweise auf einen einzigen Verdächtigen hin: Loris Ehemann Mark Hacking. Danach gelang es der Polizei schnell, die schreckliche Wahrheit über sein Doppelleben aufzudecken. So stellten sie fest, dass der Mann das Medizinstudium nicht abgeschlossen und sein Studium 2 Jahre vor diesen Ereignissen abgebrochen hatte. Er hatte seine Frau, seine Familie und seine Freunde getäuscht, indem er sich als fleißiger Student ausgab. Jeden Morgen tat Mark so, als würde er zur Vorlesung gehen, doch sobald seine Frau zur Arbeit gegangen war, kehrte er nach Hause zurück und spielte Videospiele. Er schloss sich auch in seinem Zimmer ein und versicherte, er würde lernen und ging natürlich zu keinen Vorstellungsgesprächen, obwohl alles von Lori bezahlt wurde, die dachte, dies sei ein wichtiger Beitrag für ihre gemeinsame Zukunft. Mark log auf ganzer Linie und tat alles, um seine Lügen zu verbergen. Er fertigte gefälschte Fotos in Talar und Barrett an
und überredete Laurie zudem, in eine völlig fremde Stadt zu ziehen, angeblich um dort sein Studium fortzusetzen und zu arbeiten. Es schien, als hätte der Mann es geschafft, alles so zu arrangieren, dass niemand etwas mitbekam. Doch nur wenige Tage vor der Abschiedsparty erfuhr Laurie schließlich die schreckliche Wahrheit. So rief die junge Frau am 16. Juli bei der Universität in Chapel Hill an, um zu erfahren, mit welcher finanziellen Unterstützung Mark rechnen könne, und war zutiefst schockiert, als man ihr mitteilte, dass Mark dort nicht immatrikuliert sei. Zunächst wollte die Frau es nicht glauben und begann, nach Beweisen zu suchen, doch schließlich begriff sie, dass die ganze Welt, die sie mit ihrem Mann aufgebaut hatte, eine Lüge war. 2 Tage später schrieb Laurie Mark einen Brief, in dem sie ihm mitteilte, dass sie bereit sei, sich von ihm scheiden zu lassen, wenn er sich nicht ändere. Sie hatte davon geträumt, eine liebevolle Familie zu haben und ein Kind zu bekommen, konnte aber nicht länger in ständiger Lüge leben. Laurie erzählte von all dem nur ihrer engsten Freundin, weshalb ihr Umfeld nicht einmal ahnte, dass die Ehe am seidenen Faden hing. Wenig später fanden die Ermittler Zeugen, die berichteten, dass das Paar am späten Abend des 18. Juli, nur wenige Stunden vor dem Verschwinden, lautstark über etwas gestritten hatte. Die schwangere Frau hatte die Lügen ihres Mannes satt und drohte ihm mit der Scheidung. Mark hingegen erkannte zu diesem Zeitpunkt, dass sich alle von ihm abwenden würden, sobald sein Bild als erfolgreicher Mann zusammenbrach, und beschloss, zu radikalen Mitteln zu greifen. Alle gefundenen Beweise deuteten ausschließlich auf Mark hin, und zudem hatte er ein offensichtliches Motiv. Wenig später wurde nachgewiesen, dass die Blutspuren, die auf Marks Jagdmesser gefunden wurden, von Laurie stammten. Zudem fanden Kriminaltechniker Blut im Innenraum von Marks Auto, und in einem Müllcontainer neben dem Haus wurde eine blutbefleckte Matratze mit einem abgeschnittenen Stück gefunden. Dennoch hatten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt keine direkten Beweise, um Mark des Verbrechens zu beschuldigen, und Lauries Leiche war noch nicht gefunden worden. Die Ermittlungen nahmen Fahrt auf, und zur gleichen Zeit begann Mark, sich seltsam zu verhalten. 5 Tage nach Lauries Verschwinden, am 24. Juli, wurde der Mann nackt in einem Motel aufgefunden. An den Füßen trug er lediglich Hausschuhe. Es sah so aus, als sei er den Verstand verloren, weshalb er zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Doch schon bald kamen die Fachleute zu dem Schluss, dass der Mann lediglich vorgab, psychisch verwirrt zu sein, um einer Strafe zu entgehen. Marks 2 Brüder beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, besuchten ihn im Krankenhaus und überredeten ihn zu erzählen, was mit seiner Frau geschehen war. Der Verdächtige erzählte ihnen von all seinen Lügen, einschließlich der Details darüber, wie er sein Studium abgebrochen und dies vor seinen Angehörigen verheimlicht hatte. Mark erzählte, dass er Laurie in der Nacht des 19. Juli erschossen hatte, als sie in ihrem Bett schlief und sich in der 5. Schwangerschaftswoche befand. Er tat dies, damit Laurie seine Lügen nicht aufdecken konnte. Mark machte auch keinen Hehl daraus, was er mit der Leiche der jungen Frau gemacht hatte. Er erzählte, dass er Lauries Leiche und die blutbefleckte, mit einem Messer aufgeschnittene Matratze in verschiedene Müllcontainer geworfen hatte. Am Morgen fuhr er mit ihrem Auto in den Park und inszenierte ihr Verschwinden. Die Brüder gaben diese erschreckenden Informationen an die Polizei weiter, und am 2. August 2004 wurde Mark Hacking unter dem Verdacht festgenommen, seine Frau Laurie getötet zu haben. Die Leiche war jedoch nach wie vor nicht gefunden worden, und die Polizei musste enorme Anstrengungen unternehmen, um sie aufzuspüren. So durchsuchten die Polizisten mit Hunden die städtische Mülldeponie, wohin der Abfall aus den Müllcontainern gebracht wurde, die Mark zur Beseitigung von Beweismitteln benutzt hatte. Auf dem riesigen Gelände, auf dem mehr als 4 Tonnen Festmüll gelagert waren, schien es unmöglich, irgendetwas zu finden. Doch am 1. Oktober 2004, 2 Monate nach Marks Geständnis, stieß einer der Ermittler auf eine Haarsträhne, die Lauries Haaren ähnelte. Bei näherer Betrachtung wurde klar, dass es sich um menschliche Überreste handelte, wenn auch stark beschädigt. Erst mit Hilfe einer zahnmedizinischen Untersuchung konnten die Gerichtsmediziner feststellen, dass es sich um Lauries Leiche handelte. Leider konnte die genaue Todesursache aufgrund des Zustands der Überreste nicht ermittelt werden. Die Vermutungen der Polizei bestätigten sich jedoch. Mark hatte seine schwangere Frau getötet, um sein erfundenes, von Lügen geprägtes Leben zu schützen. Marks Geständnis und der Fund von Lauries Leiche waren der Beweis für seine Schuld.
Doch unerwartet weigerte sich der Angeklagte, sich des Verbrechens schuldig zu bekennen. Möglicherweise trieb ihn die Angst vor einer lebenslangen Haftstrafe dazu, zu versuchen, einer Strafe zu entgehen. Loris' Eltern flehten Mark an, sich schuldig zu bekennen, um den Prozess nicht in die Länge zu ziehen. Und schließlich willigte er in einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ein. Am 15. April 2005 bekannte sich Mark Hacking schuldig, Lori ermordet und ihre Leiche versteckt zu haben. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung nach 6 Jahren Haft. Tatsächlich war das nach damaligem Recht möglich. Er hätte tatsächlich nur 6 Jahre für den brutalen Mord an seiner Frau absitzen müssen. Damals war dies die nach dem Gesetz des Bundesstaates Utah zulässige Höchststrafe. Die Bewährungskommission erklärte jedoch später, dass Mark angesichts der schrecklichen Umstände der Tat mindestens 30 Jahre im Gefängnis verbringen werde. Erst im Jahr 2035 kann er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Loris' Familie ließ den Nachnamen Hacking von ihrem Grabstein entfernen und lehnte jegliche Verbindung zu dem Mörder ab. Am 6. Juni 2005 veröffentlichte Marks Vater einen Brief seines Sohnes, in dem dieser tiefe Reue zum Ausdruck brachte. Mark schrieb: „Ich weiß, dass mein Platz im Gefängnis ist. Ich werde meine gesamte Zeit hier damit verbringen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die zahlreichen Sünden, die ich begangen habe, zu sühnen. Ich habe vielen Menschen Leid zugefügt und ich entschuldige mich dafür. Meine Seele brennt vor Schmerz, wenn ich daran denke, was all diejenigen durchmachen mussten, die Lori geliebt haben. Ich würde diesen Schmerz gerne lindern. Ich würde gerne all die Lügen, in denen ich gelebt habe, ungeschehen machen und sie durch die Wahrheit ersetzen. Ich würde Lori gerne in eure Arme zurückbringen, aber ich verdiene mein Leid und niemand sonst. Von ganzem Herzen bitte ich euch um Vergebung." Das Leben der 27-jährigen Lori Hacking endete in der Nacht zum 19. Juli 2004 auf tragische Weise. Sie wurde von ihrem eigenen Ehemann Mark ermordet, der jahrelang alle um sich herum über seinen Erfolg belogen hatte und nicht damit abfinden konnte, dass Lori ihn verlassen wollte, als sie die Wahrheit erfuhr. Weil er unfähig war, seine Lügen und sein Versagen einzugestehen, nahm Mark seiner geliebten Frau und ihrem ungeborenen Kind das Leben. Diese Tragödie war ein schrecklicher Schlag für Loris Familie. Loris' Mutter Thelma erzählte 10 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter in einem Interview, dass sie Mark vergeben konnte, aber niemals vergessen werde, was er getan hat. Loris' Verwandte versuchen, die Erinnerung an sie lebendig zu halten und haben sogar die Einrichtung eines Stipendiums zu ihren Ehren an der University of Utah erreicht. Dieses Stipendium richtet sich an junge Frauen, die in schwierige Lebensumstände geraten sind und trotz aller Widrigkeiten eine Ausbildung anstreben. Derzeit verbüßt Mark Hacking seine Strafe in einem Gefängnis im Bundesstaat Utah. Im Jahr 2005 schrieb er, dass es so etwas wie eine harmlose Lüge nicht gibt, egal wie unbedeutend sie auch erscheinen mag. Mark fügte hinzu: „Man mag denken, dass eine Lüge nur demjenigen schadet, der lügt, aber das ist weit von der Wahrheit entfernt. Wenn du auf dem falschen Weg bist, halte inne und trage die Konsequenzen, wie auch immer sie aussehen mögen. Das ist besser, als dir selbst und anderen ständig Schmerz zuzufügen." Die Geschichte von Mark Hacking beweist diese bittere Wahrheit. Seine Unfähigkeit, die Wahrheit zu akzeptieren, seine eigenen Misserfolge einzugestehen, sowie seine Angst, im Schatten seiner erfolgreicheren Geschwister zu stehen, führten dazu, dass sein Leben voller Täuschungen war. Als all dies ans Licht kam, entschloss er sich, ein schreckliches Verbrechen zu begehen, nur um seine Lüge aufrechtzuerhalten. Sein Egoismus und seine kriminelle Entscheidung kosteten Lori und ihrem ungeborenen Kind das Leben. Diese Tragödie zerstörte nicht nur das Leben seiner Frau, sondern auch Marks eigene Zukunft. So wurde Mark Hackings Verbrechen zu einem schrecklichen Beispiel dafür, wohin ein Leben führen kann, das auf absoluter Lüge aufgebaut ist. Die Unfähigkeit, die Realität in Form der eigenen Fehler zu akzeptieren, zerstört den Menschen und bringt alle Menschen in seiner Umgebung in Gefahr. Diese Geschichte kann als Warnung verstanden werden, nicht den Weg der Täuschung einzuschlagen, der am Ende zerstörerisch ist. Schließlich kann eine Lüge nicht ewig andauern und der Preis, den man dafür zahlt, kann zu schrecklich sein.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Brad Sieghart und Vashti Sieghart, ein Paar aus Kansas, das sich am Baja-Strand das Ja-Wort gab. Die frisch Vermählten planten ein perfektes Leben. Sie zogen nach Kingman, kauften ein Haus und bekamen 2 Kinder. Beide hatten einen Job, den sie liebten, und eine gefestigte Karriere. Doch wie jedes Märchen fand auch ihre Geschichte ein Ende. Mit der Zeit entsprach die nach außen hin harmonische Beziehung nicht mehr der Realität. Die Eheleute stritten sich und versöhnten sich wieder, versuchten sogar eine gemeinsame Psychotherapie zu machen. Die Ereignisse in der Nacht zum 30. April 2011 setzten jedoch einen endgültigen Schlusspunkt unter ihre Geschichte. Brad und Vashti lernten sich bereits in der Schule kennen. Die junge Frau fiel unter ihren Freundinnen durch ihre Schönheit auf und ihr Freund war ein hervorragender Sportler. Sie liebten sich sehr und waren immer zusammen. Im Jahr 2004 heirateten sie und beschlossen, sich in Brads Heimatstadt niederzulassen. Alle Nachbarn hielten sie für eine vorbildliche Familie. Sie hatten 2 Söhne, den 4-jährigen Brandon und den 2-jährigen Bronson. Brad arbeitete als Hilfs-Sheriff und unterrichtete außerdem am Ausbildungszentrum für Strafverfolgungsbeamte in Kansas. Vashti baute eine erfolgreiche Karriere bei der Firma Cox Communications auf. Niemand in ihrem Umfeld zweifelte daran, dass sie eine wunderbare Familie waren. Doch die Probleme, die schon in den ersten Tagen ihrer Beziehung begonnen hatten, nahmen von Jahr zu Jahr zu. Brad versuchte schon früh, Vashti zu kontrollieren. Zunächst war es nur leichter Druck, doch mit der Zeit verstärkte sich sein herrischer Charakter nur noch. Er war eifersüchtig und verdächtigte sie des Fremdgehens, während Vashti versuchte, ihm in allem zu gefallen. Sie war eine gütige und fröhliche Frau, kümmerte sich um die Familie, respektierte ihren Mann und bemühte sich, den Frieden im Haus zu wahren, doch nach und nach verlor sie sich in der Ehe. Nach Aussagen ihrer Freundinnen hatte sie sich in den letzten Jahren stark verändert, war nachdenklich und zurückgezogen geworden. Später stellte sich heraus, dass Brad ihren Kontakt zu ihren Angehörigen einschränkte, da er sie mit niemandem teilen wollte. Vashti durfte ihre Verwandten nur anrufen oder treffen, wenn er nicht da war. Außerdem hatte Brad Einwände gegen ihre Arbeit. Vashti war eine fleißige Mitarbeiterin und blieb oft länger im Büro, was zu Konflikten zu Hause führte. Brad unterstützte ihre Karriereambitionen nicht, da er der Meinung war, dass er genug verdiente, um die Familie zu versorgen. Vashti sah das jedoch anders. Sie wollte unabhängig sein und zum Familienbudget beitragen. Außerdem gefiel ihr ihre Arbeit einfach. Die ständigen Spannungen in der Familie, die Arbeit und die Sorgen begannen jedoch, sich auf ihre psychische Gesundheit auszuwirken. Schließlich verfiel sie in eine Depression, die durch die vom Arzt verschriebenen Tabletten noch verschlimmert wurde. Brad war der Meinung, dass ihre Müdigkeit nach der Arbeit ihren emotionalen Zustand stark beeinträchtigte, doch es ist unklar, was ihre Psyche mehr belastete, die Arbeit oder die ständigen Streitigkeiten zu Hause. Vashti begann, einen Psychotherapeuten aufzusuchen und meldete sich im November 2010 für eine Paarberatung an, um die Beziehung zu ihrem Mann zu verbessern. Die Probleme in der Ehe verschärften sich jedoch nur noch. Vashti machte sich zudem Sorgen um ihr Aussehen. Ihr Gewicht nahm aufgrund von Hormonstörungen zu und die Ärzte verschrieben ihr spezielle Medikamente. Diese Medikamente hatten jedoch Nebenwirkungen: Müdigkeit, Reizbarkeit und Angstzustände. Möglicherweise verschlimmerte die Behandlung ihre Depression nur noch und führte zu negativen Gedanken. Trotzdem versuchte sie, dagegen anzukämpfen und nach vorne zu schauen. Einige Tage vor der Tragödie traf sie sich mit einem Anwalt und unterzeichnete die Scheidungspapiere. Vashti wollte das Sorgerecht für die Kinder erhalten, hätte aber deren Kontakt zum Vater unter einer Bedingung nicht verhindert. Die Treffen sollten in ihrer Anwesenheit stattfinden. Hinzu kam, dass Brad nicht nur Vashti, sondern auch die Kinder hart behandelte. Trotz ihres Alters bestrafte er sie für die kleinsten Verfehlungen, da er der Meinung war, dass er sie auf diese Weise zu echten Männern erziehe. Am 30. April 2011 um 3:57 Uhr morgens ging bei den Rettungsdiensten ein Anruf ein. Es war Brad Sieghart, der anrief und mitteilte, dass seine Frau Vashti das Haus in Brand gesteckt und sich das Leben genommen habe.
Der Mann sagte auch, dass die Kinder im Haus waren, er es aber geschafft habe, sie zu retten. Er habe versucht, seine Frau herauszuziehen, doch die Flammen seien zu stark gewesen. Als die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, konnten sie niemanden mehr retten. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde im Schlafzimmer im 2. Stock die verkohlte Leiche einer Frau gefunden. Vashti lag auf der Seite, als würde sie schlafen. Brad erklärte, dass seine Frau ihn in der Nacht geweckt und ihn gebeten habe, die Kinder aus dem Obergeschoss zu holen. Als er hinaufging, sah er die Flammen und versuchte, seine Frau zu retten, schaffte es aber nicht. Nachdem die Polizei gerufen worden war, erzählte Brad, dass seine Frau in letzter Zeit in einem labilen emotionalen Zustand gewesen sei. Er vermutete, dass Vashti die Situation nicht mehr bewältigen konnte und das Feuer gelegt hatte. Sie hatten gerade am Vortag über eine Scheidung gesprochen und möglicherweise hatte dies sie zu diesem Schritt getrieben. Es blieben jedoch Fragen offen, warum sie die Kinder in Gefahr gebracht und warum sie das Haus zerstört hatte. Vashtis Angehörige waren überzeugt, dass sie dazu nicht fähig gewesen sei. Sie beschrieben sie als fürsorgliche Mutter, die ihre Kinder liebte und bereit war, um ihr Leben zu kämpfen. Ihre Schwester Caitlin behauptete, dass Vashti begonnen habe, Pläne für die Zukunft zu schmieden, einen Urlaub geplant habe und aktiv daran gearbeitet habe, ihr Leben zu verbessern. Die Ermittlungen gingen weiter und die Ermittler mussten klären, was hinter dieser Tragödie steckte. Ein Mord oder hatte Vashti sich das Leben genommen? Die Drohungen ihres Mannes hatten schon lange zuvor begonnen. Er war strikt gegen eine Scheidung und wollte Vashti nicht gehen lassen. Der Ehemann sagte, er könne ihr etwas antun und ihm würde dafür nichts passieren. Er war der Meinung, dass er es dank seiner polizeilichen Fähigkeiten so anstellen könne, dass alles wie ein Unfall aussehen würde und man ihm glauben würde. Die Ermittler zogen jedoch keine voreiligen Schlüsse und begannen, die zahlreichen Beweise in dem Fall sorgfältig zu untersuchen. Erstens fanden die Kriminaltechniker am Brandort viele interessante Hinweise. So stand beispielsweise neben dem Brandherd ein Kanister mit Benzin, was auf Brandstiftung hindeutete. Zweitens lag die Pistole, mit der die Verstorbene erschossen worden war, mit dem Lauf nach unten unter ihrem Körper, was viele Fragen aufwarf. David Fatty, leitender Spezialagent des Kansas Bureau of Investigation, erklärte, dass die Pistole auf den Boden gefallen wäre, wenn Vashti sich im Liegen erschossen hätte. Hätte sie gesessen, hätte die Waffe auf der rechten Seite liegen müssen, doch die Lage der Waffe war eindeutig ungewöhnlich. Noch mehr Fragen warf die Flugbahn der Kugel auf, doch die Experten brauchten Zeit, um alle Details zu klären. Außerdem fand man in Vashtis Tasche ein Notizbuch mit einem Abschiedsbrief, in dem sie schrieb, dass sie nicht mehr kämpfen könne und sich von ihrem Mann und ihren Söhnen verabschiedete. Sie bat Brad, sich um die Kinder zu kümmern und die Jungen stark zu sein und ihr zu vergeben. Vashti versprach, vom Himmel aus auf alle aufzupassen. Trotz der offensichtlichen Geschehnisse gab es in dem Fall viele Ungereimtheiten, als hätte jemand versucht, alles auf eine bestimmte Version hinzuschneiden. Die Behörden begannen, das Leben des Paares zu untersuchen und befragten das Umfeld. Die Familie Forrest erzählte, dass Vashti erst kürzlich die Scheidung eingereicht hatte und wenige Tage später nicht mehr da war. Alle wussten, dass Brad Druck auf sie ausübte, aber niemand glaubte, dass er zu so etwas fähig wäre. Alle dachten, dass die Scheidung lange dauern würde. Vashti hatte Angst, dass ihr Mann die Kinder mitnehmen würde, deshalb ertrug sie all das viele Jahre lang. Alle beschrieben Brad als verschlossenen und geheimnisvollen Menschen. Er hatte fast keine Freunde und seine Kollegen hielten ihn für arrogant. Er war das genaue Gegenteil seiner Frau. Schließlich war Vashtis Geduld am Ende und sie beschloss, sich zu trennen. Alle wussten, dass Brad wütend war, als er davon erfuhr und sogar ein Abendessen mit Freunden absagte. Er erklärte, er werde alles tun, um seiner Frau den Kontakt zu den Kindern zu verwehren. Eine solche Zukunft machte Vashti Angst. Deshalb nahm sie ihre Söhne und zog für eine Nacht zu einer Freundin, um ihrem Mann Zeit zu geben, sich zu beruhigen und sich an die neue Realität zu gewöhnen. Vashti hoffte, dass Brad seine Sachen packen und gehen würde, doch er blieb und erklärte, er brauche Zeit, um eine neue Wohnung zu finden. Seine Worte rührten ihr gutes Herz und sie beschloss, nach Hause zurückzukehren, in der Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts. Doch bald darauf ereignete sich eine Tragödie.
Als die Ermittler die Nachbarn befragten, erzählte eine Frau, dass sie in der Nacht des 30. April gegen 3:15 Uhr Knallgeräusche gehört habe, die sie geweckt hätten. Die Aussage der Zeugin weckte Misstrauen, da unklar war, warum Brad erst nach 42 Minuten den Rettungsdienst gerufen hatte. Brad war Polizist und wusste genau, dass diese Verzögerung zu einer Tragödie führen konnte. Außerdem hörten sich die Ermittler die Aufzeichnung von Brads Anruf noch einmal an. Seine Stimme klang kalt und gleichgültig, als wäre ihm alles egal. Anschließend sprachen die Ermittler mit der Psychotherapeutin, zu der das Paar ging. Die Fachfrau berichtete, dass Vashti wegen der Reaktionen ihres Mannes und seiner Drohungen sehr gelitten habe. Sie erzählte, dass Brad einmal gestanden habe, davon zu träumen, sie zu töten. Das hatte Vashti erschreckt, aber sie glaubte nicht, dass er zu so etwas fähig sei. Die Psychotherapeutin beschrieb Brad als Narzissten mit psychopathischen Neigungen. Die Ergebnisse der Obduktion zeigten, dass in Vashtis Lungen keine Spuren von Ruß oder Rauch zu finden waren, was bedeutete, dass sie vor dem Brand gestorben war. Immerhin, die Todesursache war eine Schussverletzung am Kopf, doch dies war nicht die einzige Verletzung. Die Ärzte fanden noch mehrere Verletzungen an Brust und Oberschenkeln, was für jemanden, der sich das Leben nehmen wollte, untypisch ist. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass Vashti zum Zeitpunkt ihres Todes nicht unter dem Einfluss von illegalen Substanzen oder Alkohol stand. Brad wurde zur Vernehmung vorgeladen und war äußerst verärgert, da er nicht verstand, warum man ihn verdächtigte. Er versicherte, dass er seine Frau geliebt habe und ihren Tod sehr bedauere. Er sei nun allein mit 2 Kindern zurückgelassen worden und psychisch am Boden zerstört. Als er direkt gefragt wurde, ob er an ihrem Tod beteiligt sei, antwortete Brad, dass er sich etwas Besseres ausgedacht hätte, wenn er sie hätte töten wollen. Daraufhin wurde ihm entgegengehalten, dass er als Polizist gewusst habe, dass Feuer viele Spuren vernichtet. Brad rechtfertigte sich damit, dass er das Haus niemals in Brand gesteckt hätte, schon gar nicht mit den Kindern darin. Er beharrte darauf, dass die Drohungen gegenüber seiner Frau lediglich ein Versuch gewesen seien, sie zu erschrecken und zu verunsichern, aber körperlich hätte er sie nicht angefasst. Als er gefragt wurde, warum Vashti angeblich selbst das Feuer gelegt habe, gab er ausweichende Antworten. Er meinte, sie habe dieses Haus gehasst, aber niemand glaubte ihm. Brad behauptete, er sei in das Zimmer seiner Frau gestürzt, um ihr zu helfen, doch dafür gab es keine Spuren. Weder an seiner Kleidung noch an seinem Körper fand man Blut, Ruß oder Verbrennungen. Einige Tage nach Vashtis Tod fand ihre Beerdigung statt. Die Zeremonie wurde direkt vor dem abgebrannten Haus abgehalten. Zu der Beerdigung kamen Verwandte, Bekannte und mitfühlende Menschen. Alle trauerten um den vorzeitigen Tod der Frau und Mutter von 2 Kindern. Brandon und Bronson wurde gesagt, dass ihre Mama nun im Himmel sei. Die Jungen beteten, dass Gott sie zurückbringen möge. Diejenigen, die zur Beerdigung gekommen waren, sprachen nur Gutes über Vashti und erinnerten sich an ihren gütigen Charakter. In der Stadt verbreiteten sich Gerüchte und allen fiel es schwer zu glauben, dass sie ihre Kinder freiwillig in der Obhut ihres tyrannischen Mannes zurückgelassen haben könnte. Die Ermittlungen schritten zügig voran. Brads Kleidung, die er in der Nacht des Brandes getragen hatte, wurde zur Untersuchung geschickt und man fand Benzintropfen darauf. Dies wurde zu einem schwerwiegenden Beweis gegen ihn. Die Untersuchung des Laptops, der wie durch ein Wunder unbeschädigt geblieben war, ergab, dass vor dem Brand eine Suchanfrage darauf gestellt worden war, wie man Beweise beseitigen könne. Darüber hinaus ergab eine gründliche Untersuchung des Tatorts Spuren einer Brandstiftung. Auch Vashtis handschriftliche Notiz wurde überprüft und die Experten stellten fest, dass ihre Handschrift gefälscht war. Die Flugbahn der Kugel wurde eingehend untersucht und die Experten kamen zu dem Schluss, dass der Schuss aus einer solchen Entfernung abgegeben wurde, dass Vashti dies nicht selbst hätte tun können. Im Mai 2011 wurde Brad wegen Mordes an seiner Frau, Brandstiftung und Gefährdung des Lebens seiner Kinder verhaftet. 2 Jahre später begann der Prozess. Die Staatsanwaltschaft beharrte auf Brads Schuld und legte alle Beweise vor, die so eindeutig waren, dass bei den Anwesenden im Gerichtssaal kein Zweifel mehr bestand. Zu den Zeugen gehörten Handschriftenexperten, Ballistiker, Kriminaltechniker und ein Psychotherapeut. Connie Sudman, eine Familienberaterin, gab zu, dass Brad sie wenige Stunden nach dem Tod seiner Frau angerufen und die Tat gestanden hatte.
Vor Gericht versuchte Brad sich zu rechtfertigen, indem er behauptete, seine Worte seien falsch verstanden worden. Nach zahlreichen Gutachten wurde klar, dass der Abschiedsbrief gefälscht war. Schon am 29. April hatte Brad offenbar nicht vor, das Haus zu verlassen, aber nicht, weil er nirgendwo hingehen konnte, sondern aus einem anderen Grund. Er hatte etwas Schreckliches vor. In der Nacht des 30. April, als alle schliefen, nahm Brad eine Magnum-Pistole vom Kaliber 44, ging ins Schlafzimmer seiner Frau und schoss mehrmals auf sie. Dann zündete er das Haus an, holte die Kinder heraus und rief den Rettungsdienst. Der Staatsanwalt erklärte, das Motiv für dieses grausame Verbrechen seien Besitzgier und Rachegelüste gewesen. Die Geschworenen berieten sich 5 Stunden lang. Schließlich wurde der 37-jährige Brad für schuldig befunden und wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 25 Jahren, wegen Brandstiftung zu 5 Jahren und wegen Gefährdung des Lebens seiner Söhne zu 1 Jahr verurteilt. Brad zeigte sich äußerst unzufrieden mit dem Urteil und sagte den Geschworenen sowie dem Richter sogar, dass sie in die Hölle kommen würden. Später legte Brad Berufung ein, doch das Urteil blieb unverändert. Nach zahlreichen Gerichtsverfahren wurden die Kinder von Vashti und Brad in die Obhut von Kathleen Forrest gegeben. Der Grund dafür war, dass zwischen den Familien von Vashti und Brad ein erbitterter Kampf um das Sorgerecht für die Kinder entbrannt war. Letztendlich entschied das Gericht jedoch zugunsten der Familie von Vashti. Derzeit verbüßt Brad seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt außerhalb von Kansas. Er wurde dorthin verlegt, da ehemalige Strafverfolgungsbeamte in der Regel nicht zusammen mit den Straftätern untergebracht werden, die sie einst hinter Gitter gebracht haben. So endete tragisch die Geschichte einer Familie, die einst glücklich schien. Brad, der einst ein vorbildlicher Ehemann und Vater war, hat letztendlich alles zerstört, was er hatte. Seine Tat hinterließ eine tiefe Wunde, nicht nur in den Herzen seiner Angehörigen, sondern auch in den Seelen seiner kleinen Söhne, die nun mit der Erinnerung an das Geschehene leben müssen. Nach dem Urteil ging das Leben weiter, doch die Schatten dieses tragischen Ereignisses blieben lange bestehen. Vashtis Familie bemühte sich, die Kinder mit Fürsorge und Liebe zu umgeben, damit sie den Schmerz des Verlusts überwinden konnten. Doch die Zeit heilt nicht alles. Brad, der in seiner Gefängniszelle saß, konnte seine Schuld bis zum Schluss nicht akzeptieren und beschuldigte beharrlich seine Mitmenschen für sein Schicksal. Die Geschichte darüber, wie eine einzige Entscheidung und unbezähmbare Wut das Leben gleich mehrerer Menschen zerstören können, wurde für viele zu einer Mahnung. Was auch immer im Leben geschieht, es gibt immer eine Wahl. Nach einem friedlichen Ausweg zu suchen oder den Weg der Rache und Zerstörung zu gehen. Leider traf Brad diese Entscheidung viel zu spät. Diese Geschichte erinnert daran, wie wichtig es ist, auch in den schwierigsten Situationen seine Menschlichkeit zu bewahren und dass wahre Stärke nicht in der Kontrolle über andere liegt, sondern in der Fähigkeit, Liebe und Respekt zu bewahren, selbst wenn alles schief läuft. Niemand kann Vashti wieder zum Leben erwecken, aber ihre Erinnerung lebt weiter in den Herzen ihrer Kinder und all jener, die sie als gütige, strahlende und starke Frau kannten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.